Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar reden wir heute über YouTube Vanced und über die Sperrung von YouTube Vanced. Weil YouTube Vanced wurde nämlich von YouTube, genau gesagt von Google, gesperrt. Die Entwickler haben eine Abmahnung bekommen. Und in diesem Video werden wir darüber reden, was konkret passiert ist, was man jetzt als Alternative zu YouTube Vanced nutzen kann und warum ich finde, dass die Sperrung von YouTube Vanced schlecht war für YouTube im Allgemeinen. Starten wir einmal kurz mit YouTube Vanced. Wir befinden uns gerade auf der Webseite von YouTube Vanced und über diesen blauen Button konnte man früher YouTube Vanced mit einem Klick herunterladen. Dies geht, wie wir sehen, nicht mehr, da Vanced nicht länger verfügbar ist. Aber was konkret ist passiert? Dafür müssen wir zuerst verstehen, was YouTube Vanced überhaupt ist. Und zwar laut Wikipedia ist YouTube Vanced eine Modifikation, also eine inoffizielle YouTube-App, die ohne Werbung mit einem Dark Mode, einem Dislike-Erzähler und anderen Funktionen ausgestattet ist, welche es nicht in der regulären YouTube-App gibt. Laut den Entwickler hatte es 2020 etwa 11 Millionen Nutzer auf der Welt. Indien und Brasilien waren die meisten Nutzer. Kommen wir kurz zu den Funktionen, die YouTube Vanced einzigartig machen. Wir haben einmal einen eingebauten Werbeblocker inklusive Kanal-Whitelist, die auf vom Nutzer ausgewählten Kanälen Werbung anzeigt. Außerdem können Werbungen wie Filmbanner, Merchandise-Artikel usw. entfernt werden. Dies ist optional. Ein verbesserter Dunkelmodus, der die Graufarbe der Original-App auf schwarz abdunkelt und so OLED-Displays schützt und Einblendungen im Display verhindert. Ein Picture- oder Bild-in-Bild-Modus ist eingebaut. Es erlaubt YouTube-Videos im Miniplayer zu sehen, außerhalb der App. Dann gibt es noch Sponsor-Block, das bedeutet, dass gewisse Segmente eines YouTube-Videos übersprungen werden können. Dann gibt es zusätzlich einen speziellen Tablet-Modus und der Encoder VP9 kann erzwungen werden. Dies ist aber optional, da die meisten wahrscheinlich nicht wissen, was das ist, braucht man es auch nicht unbedingt. Legalität: YouTube Vanced war bislang in einer legalen Grauzone, verstößt aber halt ganz klar gegen die Richtlinien von YouTube. Nun hat Google YouTube Vanced bzw. das Team dahinter verpflichtet, den Dienst einzustellen. Das Ganze sehen wir noch einmal im Artikel mit dem Original-Tweet von YouTube Vanced auf Twitter. Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear, but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years. Und wie schon dieses We need to do sagt, sind sie dazu gezwungen, machen dies nicht aus einer freiwilligen Entscheidung heraus. Vanced war mit einer der bekanntesten oder beliebtesten Erweiterungen für YouTube, vor allen Dingen, weil man halt beispielsweise Werbung blockieren konnte ohne Premium und halt noch wirklich andere Features, die halt die originale YouTube-App nicht angeboten hat. Wie man hier auch nochmal in dem Statement von Vanced gesehen hat, bedeutet das, dass die existierende Version weiterhin funktioniert. Gehen wir einmal noch zu den besonderen Features, also was Vanced jetzt nochmal so ausmacht. In diesem Tweet hat das Vanced-Team geschrieben, dass es jetzt als Alternative zu YouTube Vanced ja YouTube Premium gibt und man das beispielsweise abonnieren könnte. Dann hat HK33 geantwortet: Ist schön, dass ich mit Premium auch das Segment überspringen kann, einen besonderen Dark Mode habe, Dislikes sehen kann, Shorts blockieren kann und Stories, die Helligkeit und die Lautstärke mit Hilfe von Gesten während des Vollbilds steuern kann, was hier nochmal einmal darauf eindeutet, dass Vanced natürlich viel mehr war als nur ein Adblocker für YouTube, sondern auch tatsächlich viele gute Funktionen bereitgestellt hat, die es so nicht mehr gibt. Jetzt ist die Frage, woher bekommen wir noch Vanced, wenn es quasi gesperrt ist? Und auch hier habe ich eine Antwort. Auf dem offiziellen Reddit von Vanced gibt es einen Post über die Discontinuation of the Vanced Project, also die Einstampfung des Vanced Projekts. Und wenn wir hier runtergehen, hat ein Nutzer die Links gepostet zur App. Das ist leider die englische Version. Wenn ich die deutsche Version finde, werde ich diese auch in die Videobeschreibung packen. Also wenn ihr halt euch noch die APK runterziehen wollt, um YouTube Vanced jetzt noch zu installieren, obwohl es das nicht mehr offiziell zum Download gibt, geht in die Videobeschreibung, klickt da auf einen der Links und holt es euch runter. Es kann sein, dass ich diese Links nicht bei YouTube reinpacken kann. Ich werde es probieren, aber wenn YouTube sagt, das geht beispielsweise nicht oder ich werde dann gesperrt, kann es sein, dass diese Links dann rein auf Pilzstream bzw. auf Odyssey verfügbar sind. Dann bitte ich euch einfach dafür Verständnis zu haben und mich auf den entsprechenden Plattformen und dieses Video auf den entsprechenden Plattformen dann anzuschauen. Auf jeden Fall haben wir hier den Link zur Dark Mode APK und zu einer Language-Datei sowie zur Architektur-Datei. Das bedeutet, man muss diese drei APKs runterladen, in dem Fall der Non-Root Dark English Version, auf jeden Fall die nicht geroutete Version. Wenn man die APKs runtergeladen hat, kann man einen geteilten APK, also Split APK Installer nutzen. Hier können wir auch einmal gerade bei Google nachgucken. Da gibt es relativ viele. Nehmen wir direkt den ersten hier. Das Tool beispielsweise bietet das direkt an, dass man hier mehrere APKs auswählt und er diese dann installiert. Alternativ geht das Ganze natürlich auch über den ADB, Android Development Bridge Command.
ADB Install Multiple und dann die einzelnen APK-Namen. Hier könnt ihr euch aber selber informieren. Sofern Interesse besteht, kann ich dazu auch mal ein Video machen, wie man ADB einrichtet, um zum Beispiel auf sein Smartphone oder seine Quest oder welches Android-Gerät auch immer man hat, zuzugreifen. Aber da findet ihr definitiv zahlreiche Tutorials und wie schon gezeigt mit dem Blit-APK-Installer geht das eigentlich mit am einfachsten. Zur Frage, wie lange diese Version und diese APKs noch funktioniert, da hat das YouTube Vans Team auch drauf reagiert und hat gesagt, dass das Programm wahrscheinlich noch die nächsten 2 Jahre um den Dreh funktionieren wird. 2 Jahre sind noch gut Zeit, wenn man wirklich auch mit den tollen Vans Features auch auf jeden Fall auch verbringen kann, wenn man wirklich Interesse daran hat. Kommen wir jetzt zu Vans Experience for PC. Das ist quasi, wenn man die Vans Features nutzen möchte, aber ohne die Vans App und direkt am PC. Das funktioniert auch noch nach der Sperrung, da es halt verschiedene Extensions sind. Als erstes haben wir hier Brave in dem Fall als Referral. Das ist halt einfach ein Browser mit Adblocker. Ihr könnt jetzt auch Chrome nehmen oder dazu einen Adblocker wie Adblock Plus oder uBlock Origin. Dann brauchen wir Sponsorblock, Remove YouTube Dislikes und Enhancer. Sponsorblock sorgt quasi dafür, dass man gewisse gesponserte Segmente in Videos überspringen kann. Also beispielsweise, wenn jemand Eigenwerbung macht, wenn jemand bezahlte Werbung macht, man kann dann in Einstellungen einstellen, ob man die automatisch überspringen möchte und kann das Ganze auch einmal öffnen, indem ich hier wieder auf Sponsorblock bei YouTube drücke. Und hier kann man das Überspringen aktivieren und über Optionen kann man hier die Einstellungen noch ändern. Gesponserte Videosegmente sind halt Segmente, wo halt direkt Werbung oder bezahlte Empfehlungen drin sind. Also nach dem Motto, kauf dieses Produkt. Unbezahlte Eigenwerbungen sind sehr viele Sachen wie checkt doch mein Merch aus, checkt doch meine Webseite aus, spendet doch hier und so weiter. Exklusiver Zugriff ist beispielsweise, wenn man halt ein Produkt gestellt bekommt, obwohl das Produkt beispielsweise noch nicht raus ist, also halt eine Testversion und so weiter, habe ich hier angestellt, zeige Label, bedeutet halt einfach, dass mir dann angezeigt wird, das hier ist ein exklusiver Zugriff. Man kann bei jedem der Segmente die einzelnen Arten auswählen, deaktiviert, bedeutet das Segment läuft normal weiter. Man zeigt es in der Zeitleiste an, manuelles Überspringen, bedeutet man kriegt einen Überspringen-Button, kann da draufdrücken und das Segment überspringen. Automatisch überspringen bedeutet, dass man nichts machen muss und das Ding automatisch übersprungen wird. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das meine ich jetzt übrigens ernst, abonniert bitte meinen Kanal. Solche Aussagen kann man halt hiermit überspringen, ich habe es jetzt auf manuelles Überspringen gelassen, kann man aber halt auch automatisch überspringen, wenn man nicht immer daran erinnert werden möchte. Highlights sind halt Sachen wie das Video startet bei x Sekunden und so weiter, Kommentare für irgendwelche Videos, wo halt am Anfang sehr viel gelabert wird und irgendwann geht es dann los, kann man dann direkt sagen, dass man zur Stelle springt. Unterbrechung, Intro-Animation habe ich automatisch überspringen, Endkarten, Quellen und Anmerkungen habe ich persönlich auch auf automatisch überspringen. Diese können aber halt auch hilfreich sein, wenn weitere interessante Videos vorgeschlagen werden. Vorschau, Zusammenfassung, hier könnt ihr halt einfach entscheiden, ob ihr das Video kurz zusammengefasst haben wollt. Füller oder Witze habe ich sehr selten gesehen. Musikvideoteile ohne Musik, das ist halt beispielsweise dieses Diegetic Audio. Es steht der Name des Artists da und es kommt noch keine Musik. Das war Sponsorblock. Kommen wir zu Return YouTube Dislikes. Man installiert sich, da muss man eigentlich im Endeffekt nichts mehr einstellen. Wir sehen, dass jetzt hier die Likes angezeigt werden und auch die entsprechenden Dislikes. In dem Fall sind es 1400 Dislikes. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wofür brauchen wir denn Dislikes? Dislikes sind vor allen Dingen gut beispielsweise bei Tutorials, um rauszufinden, ob das Tutorial wirklich einem hilft oder ob der Typ einem die ganze Zeit nur Schwachsinn erzählt und ich im Endeffekt keine Informationen daraus kriege. Die dritte Extension, Enhancer for YouTube, hat halt quasi den Vorteil, dass man beispielsweise ein besseres Maus- und Keyboard-Mapping hat und Shortcuts sowie halt einen Dark Mode. Da ich jetzt kein OLED-Display habe, reicht mir der YouTube Dark Mode komplett aus. Der Mini- und Pop-Up-Player ist auch in diesem Enhancer for YouTube drin, sowie auch einige weitere Features. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr an YouTube Vans drankommt. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Bis dann, haut rein und ciao, euer Pilz10.